wieder in Used Garden angekommen. Dann werden wir gleich mal hier mit dem Typi reden. Just be careful with the plants during your inspection. Oder auch nicht. Okay, da haben wir auch nichts. Haben wir auch nichts. Aber hier haben wir noch was. Tödlich. Sie kannten sie eingesetzt, um die zu ermorden. Die Stahl nach der Ausstellung Einfluss auf die tödlichen. Ja, das weiß ich ja noch nicht. Wir nehmen mal das. Aha. Die Sekte hat ihn getötet. Nee, ich möchte meine Untersuchung noch fortsetzen. Wir müssen doch noch mal ein bisschen mit den Leuten reden. Hallo? Du stehst immer noch hier? Excuse me, but I have to tidy up this room. Ja, dann mach das doch. Hallo, Watson. What should we do next, Holmes? Ja, ich guck mal. What? Wo war denn noch mal die Perle? Die war hier, ne? Nee, die war da. Mit der noch mal reden? Bringt das was? Die war auch nicht hier. These young plants must be delicate. Das ist so groß und weitläufig hier. Da war sie, ne? Hallo. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Okay, die sagen uns alle nichts mehr. Dann fahren wir nochmal in die Baker Street. Ob wir da nochmal irgendwas rausfinden. Finden Sie die Pflanze, mit der Datum dann getötet wurde. Finden Sie raus, wenn man... Ja. Die Pflanze müssen wir ja noch finden. Ich stehe gerade mal wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Ich dachte echt, wir können jetzt noch mal mit denen drüber reden. Aber irgendwie nicht. Was ist denn, wenn wir das andere nehmen? Ich möchte mal einmal hier raus. So. Da nicht. Kann ich das nicht wieder ab... wählen? Da. Teilweise Diebstahl. Ich habe einfach zu wenig Informationen. Beziehungsweise aus denen ich wählen könnte. Wir haben ja prinzipiell nur das. Die gestohlene bzw. die tödliche Pflanze. Wo könnte die denn sein?
Hier haben wir ja auch schon eigentlich alles untersucht. Director's office, cloakroom, and laboratory. Das Palmhaus, Wüstenhaus, Belüftungszentrum, Saathaus und Zuchthaus. Ist aber auch sonst nichts mehr. Ach. Was war das denn jetzt? Ach, da unten. Mit Pflanzenexperiment führen Sie mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Okay. Perfect, Watson. Okay. We can begin our experiment. Ach so. Das war's. Ja gut, dann fahren wir mal in die Baker Street. Haben wir noch mehr? Aber ich hatte doch alles... Ich hatte doch alles hier angeklickert. Ich hatte doch alles angeklickert. Naja, gut. Es tut mir leid. Sind wir umsonst hier durchgerannt. Vielleicht habe ich euch das auch verschnellt. Watson? Alles okay bei Ihnen? Ich hoffe. So, dann... I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay, dann nehmen wir die mal. Und stellen sie wohin? This is a strange and unusual plant. Okay, schön. Dann nehmen wir mal die Raupen. Und tun eine Raupe da drauf. Nein. Hier, zurückstellen, bitte. Zurücklegen? Ah, zurücklegen. It appears to open after being soaked with alkaloid. Mhm. Und jetzt eine Raupe da drauf. Okay, die frisst die so oder so. It Ah! closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Okay.
noch mehr zusetzen. Nein! It appears to open. Pieks. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Ja, aber ich habe sie doch jetzt schon gestochen. No reaction. Ich habe sie doch schon gestochen. Okay, ich tue die mal hier hin, dass die nicht sofort auffrisst da. So, offen. It appears to open after Ja, being doch. Jetzt ein bisschen die Raupe drauf. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. So, kann ich das jetzt hier an der Seite machen? Damit die Raupen nicht sofort aufgefressen werden. It appears to open after... Ja, doch. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Woher willst du das denn wissen? Wow. Toxic gas with spores. Extraordinary. Wow. Cool. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Okay. Okay. Achso, wir können mal eben hier... Nee, wir fahren erst. Moment, wir fahren erst. In die Gärten. Und hier können wir unsere Schlussfolgerung machen. So, Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödliche Pflanze in Kew Gardens, um mit ihnen Montague Doom zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Jemand stahl die tödliche Pflanze, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Sekte involviert ist. Deshalb argumentieren wir mal so. So, haben wir noch was? Ja, White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der tödlichen Pflanze zu garantieren. Miss White hat das biologische Wissen, wie man die tödliche Pflanze hätte stimulieren können. Ja, ich halte sie für schuldig. Tut mir leid. Und sie hatte auch Motiv. Da. Auf jeden. Okay, er hatte auch Motive. Nicht zu seinen Stärken. Hat das Bild mal. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich halte ihn eher für trottelmäßig. Aber, ne, ich kann auch falsch liegen. Wir befragen mal nochmal. Wenn wir es jetzt dürfen. So, dann, Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death?
Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Und was machten Sie an dem Morgen? What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Der ging's nicht gut. Aha. Wartet, ich rede erst mit dem Albert. Der ist erstens näher dran, wenn ich nicht weggelaufen wäre. Zweitens halte ich die White tatsächlich für schuldig. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. These Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machten denn die anderen? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ich habe jetzt mir nicht die Zeiten gemerkt, muss ich sagen. Stimmte das alles mit den Aussagen überein? Aber man sah ja gerade schon, dass der null Ahnung von Botanikwissen hat. Ich meine, kann alles gespielt sein, keine Frage. Aber ich halte ihn halt nicht für sehr clever. Seed House. So, Miss White. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Okay. Ich soll jetzt die Ereignisse festlegen.
Spuren einatmen. So. Aus dem Raum fliehen. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Aha. Aha. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Bleiben Sie am besten genau da stehen, wo Sie jetzt stehen. Ich sag doch, es war irgendwas mit dem Belüftungssystem. Ich war nur noch zu früh. Mit meinen Gedanken. Dry Tropics. Ja, ja, weiß ich. So, jetzt aber. Jetzt aber. Na, hatte doch Sinn, dass wir uns nochmal umgeguckt haben hier. An. Power. The power is on. Und The starten. engine cannot be started whilst the transmission is active. Aha. Dann jetzt. The engine has started. Dann jetzt an. The ventilation system is working. So. So, hier hat die gearbeitet. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Alter, das haben wir doch schon längst geprüft. Ich habe hier schon alles From here, geprüft. we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. So, We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. sehr gut. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Welche andere? Bin total überfordert gerade. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen leichter vorgestellt.